Hallo zusammen! Viele von euch haben uns nach unserem geplanten Grundriss für unser Ausbauprojekt hier hinter uns gefragt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, nachdem wir die letzten 4 Jahre Vollzeit mit unserem kleinen 5,41 Meter kurzen Knauskastenwagen von der Stange unterwegs waren und in der Zeit über 130.000 Kilometer in mehr als 45 Ländern zurückgelegt haben, darunter in so Ländern wie Tadschikistan oder Indien, aber auch in näherliegenden Zielen wie Schweden oder Spanien, war es für uns an der Zeit, uns fahrzeugtechnisch ein bisschen zu vergrößern. Das Ergebnis seht ihr hier hinter uns, ein noch komplett leerer Citroën Jumper L4H3, den wir in den kommenden Wochen und Monaten zu unserem neuen mobilen Zuhause ausbauen wollen. Ja, die ersten Schritte sind gemacht. Jetzt gerade sieht er von außen ein bisschen wild aus, da wir fast alle Plastikteile außen abgemacht haben. Was es damit auf sich hat, zeigen wir euch nächste Woche. Aber heute wollen wir euch eben unseren geplanten Grundriss vorstellen. Noch ist er ehrlicherweise gar nicht bis ins Detail geplant und bei einigen Dingen ist auch noch gar nicht sicher, ob es überhaupt so klappt, wie wir uns das ausmalen. Aber da so viele von euch gefragt haben, wollen wir euch heute gerne einen Überblick über den aktuellen Stand unserer Überlegungen dazu geben, die ein oder andere Skizze einblenden und bei den wichtigsten Sachen auch jeweils dazu sagen, warum wir uns für die entsprechende Layout-Variante entschieden haben. Los geht's! Wir fangen mit einer ganz grundlegenden Überlegung an und mit einer Sache, die für uns selbst eigentlich gar nicht so im Fokus stand, zu der unter unserem Van-Vorstellungsvideo aber ganz viele Kommentare gekommen sind und die wir deswegen adressieren wollen. Nein, wir planen trotz des Superhochdachs nicht mit einem doppelten Boden. In winterfesten Wohnmobilen sieht man sowas ja recht häufig. Da wird über dem normalen Fahrzeugboden mit etwas Abstand noch ein zweiter Boden, eine zweite Ebene eingezogen. In dem Zwischenraum verlaufen dann die Kabel, die Wasserleitung, die Heizungsleitung und all sowas. Es kann in der Regel als Stauraum genutzt werden und manchmal liegen sogar die Wassertanks damit drin. Der größte Vorteil von so einem Doppelboden ist, neben dem Stauraum und dem einfachen Verlegen all dieser Leitungen, die Tatsache, dass man den relativ gut beheizen kann. Man hat also im Winter warme Füße, leichter, braucht sich nicht so viele Gedanken um eingefrorene Wasserleitungen und sowas zu machen. Und ja, definitiv Vorteile, aber um es kurz zu machen, für uns kommt es aus mehreren Gründen nicht in Frage. Einerseits wollen wir die Raumhöhe nicht einschränken. Ich bin mit knapp 1,90 ja relativ groß gewachsen und ja, wir wollen den zusätzlichen Raum, den wir durch das Superhochdach jetzt eben endlich gewonnen haben, lieber für mehr Raumgefühl nutzen, statt für einen doppelten Boden. Zweiter Grund, uns wären die Fenster dann zu niedrig. Man kann sich das ja vorstellen, der Boden, auf dem man läuft und auf dem man steht, der wäre dann, sagen wir, 20 cm höher. Die Fensterausschnitte kann man aber nicht einfach im gleichen Maße nach oben verschieben, weil da Längsräume sind, die man nicht wegschneiden kann. Und wir würden den Stauraum unter all den Schränken verlieren. In einem klassischen Wohnmobil gibt es dann da von außen häufig Klappen, wo man dann eben von außen an diese Bereiche rankommt. Bei einem Van macht das kaum Sinn. All das führt dazu, dass wir eben keinen doppelten Boden verbauen werden, auch wenn überraschend viele von euch scheinbar damit gerechnet haben. Und ja, unser erster Trip mit dem neuen Van geht bestenfalls noch im Winter, vielleicht im Frühjahr, nach Norwegen hoffentlich. Da wird es kalt, da wäre so ein doppelter Boden sicherlich toll, aber ja, viel kann man eben auch durch Heizung, durch Dämmung machen und darüber hinaus haben wir noch ein paar andere Ideen, die wir umsetzen wollen, wenn es ums Thema Temperatur geht, aber dazu dann später mehr in den Ausbauvideos. Springen wir zum Bett, denn die Frage, was für eine Bettvariante man wählt und auch wo man das Bett platziert, ist eine der größten Grundsatzentscheidungen beim Layout überhaupt. Das Bett ist von der Grundfläche her in der Regel ja das größte Bauteil im Van und daher definitiv einer der Eckpfeiler, von dem super viele andere Dinge dann abhängen. Wir haben lange überlegt, ob wir ein Längsbett wollen oder wie bisher bei einem Querbett bleiben. Längsbetten haben natürlich den Vorteil, dass man in der Länge flexibel ist und dass man nicht über den jeweils anderen drüber steigen muss, wenn man ins Bett rein oder raus geht. Das ist definitiv ein Vorteil, aber uns nimmt ein Längsbett am Ende dann doch zu viel Platz weg, den wir lieber für andere Dinge nutzen wollen. Daher bleiben wir auf jeden Fall beim Querbett,
Allerdings werden wir es definitiv ein Stück breiter machen. Bisher hatten wir ungefähr 140 cm am Kopf und 129 cm Breite am Fußende. Da wollen wir jeweils gerne ungefähr 20 cm aufschlagen. Das sollte schon ein merklicher Komfortzugewinn sein. Und wir wollen das Bett gerne auch ein bisschen länger machen. Bisher ist es bei uns im Knaus so, dass Dirk immer ein kleines bisschen schräg schläft und mir eigentlich so ein bisschen den Fußraum wegnimmt. Das wollen wir ändern. Jetzt ist der Jumper aber natürlich nur 2,1 Meter breit innen an der breitesten Stelle. Wenn man da noch Dämmung, Unterkonstruktion und Co. abzieht, wird es schwierig, dann 2 Meter langes Bett hinzubekommen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Wir werden eine Heckverbreiterung verbauen. Den werden im Bettbereich also ein bisschen verbreitern. Da gibt es ein paar unterschiedliche Möglichkeiten. Für welche wir uns entschieden haben, zeigen wir euch dann, sobald das Thema ansteht. Das Material dafür, das haben wir sogar schon bestellt und wir sind sehr gespannt, wie das dann später so im Gesamtbild aussehen wird. Und noch abschließend dazu ein paar Worte. Eine Hecksitzgruppe, die man dann zum Bett umbauen kann, kam für uns definitiv nicht in Frage. Einerseits haben wir ehrlicherweise keine Lust, jeden Abend und jeden Morgen das Bett umbauen zu müssen. Andererseits ist für uns eine Sitzecke vorne Pflicht, sodass wir hier hinten nicht noch eine zusätzliche brauchen. Und ein Hubbett haben wir auch diskutiert, wollen aber keine Abstriche beim Stauraum machen und wir brauchen einfach nicht diese Flexibilität, unterm Bett irgendwelche Motorräder oder sowas zu transportieren. Wir bleiben also beim Querbett. Das hat für uns in den letzten Jahren sehr gut funktioniert und daher wollen wir auch in den nächsten Jahren erstmal dabei bleiben. Kommen wir zum Bad. Wir lieben ja unser Raumbad im Knaus. Auch nach all den Jahren der täglichen Nutzung sind wir immer noch der Meinung, damals die genau richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, hätten wir die Möglichkeit, das Bad aus unserem Knaus rauszunehmen und hier genauso einzubauen, dann wäre das definitiv ein interessanter Gedanke. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Die Teile kann man nicht, ja, gar nicht kaufen eigentlich. Und das alles selbst zu bauen wäre super aufwendig, schwierig, teuer. Eine Mischung aus diesen Sachen. Andere Raumbadlösungen kann man sicherlich ein bisschen einfacher nachbauen, aber auch das steht für uns nicht wirklich in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und Raumbäder haben ja auch ihre Nachteile. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Duschtasse irgendwann reißt, ist größer aufgrund dieser ständigen Belastung beim Hin- und Hergehen. Der Durchgang, und das ist der größte Nachteil, von hinten nach vorne ist blockiert, wenn jemand auf der Toilette ist. Das fanden wir jetzt nie richtig schlimm, aber all diese Überlegungen und Abwägungen zusammengenommen, da kommen wir letztlich zum Entschluss, dass wir ein normales Bad bauen wollen, an dieser Stelle. Normal im weitesten Sinne, wir planen gerade mit einer 80 x 90 cm großen Grundfläche, die komplett als Dusche genutzt werden kann im Alltag. Wird da die Toilette natürlich auch drin stehen. Übrigens definitiv wieder eine Trockentrenntoilette, da führt für uns noch immer kaum ein Weg dran vorbei. Und wenn man dann duschen will, soll die Toilette über einen Schiebemechanismus hinter einer Klappe verschwinden. Das werden wir alles jetzt nochmal tatsächlich am Fahrzeug ausmessen, vor allem in Bezug auf den Radkasten hier hinten. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, da im Vorfeld verlässliche Pläne mit vor allem korrekten, verlässlichen Maßen zu bekommen. Grob haben wir die einzelnen Bestandteile inzwischen schon ausgemessen. Ihr seht die unterschiedlichen farblichen Markierungen hier auf dem Boden und an den Wänden. Aber die Detailplanung werden wir jetzt eben erst langsam angehen und dann im Prozess weiter und weiter ausarbeiten. Aber eine Sache noch zum Bad. Wir werden hier kein Waschbecken verbauen. Wir haben das zweite Waschbecken bei uns im Knaus nie benutzt. Wirklich gar nicht. Für uns war das immer nur irgendwie Stauraum und eigentlich hauptsächlich im Weg. Das wird es bei uns hier im neuen also definitiv nicht geben. Den Platz nutzen wir lieber für andere Dinge. Direkt neben der Dusche soll der Kühlschrank anschließen und das ist relativ ungewöhnlich für einen Kastenwagen. Wenn man sich so die typischen Grundrisse der bekannten Ausbauhersteller anschaut, dann kommt da wahrscheinlich in so 95% der Fälle direkt eine Sitzbank mit Tisch. Also die Nette, die zusammen mit den umgedrehten Sitzen im Fahrerhaus dann eine Sitzecke bildet. Das ist so, weil in der Regel einfach kein Platz für noch was anderes ist. Dadurch, dass wir aber ein Querbett planen, unsere Toilette beim Duschen aus der Nasszelle rausgeschoben werden kann und wir auf das zweite Waschbecken verzichten, gewinnen wir hier ein bisschen Platz und hoffentlich genauso viel Platz, dass hier ein großer, aber schmaler Kühlschrank hinpasst.
Denn mehr Platz im Kühlschrank war eine der wichtigsten Anforderungen für uns im Vergleich zu unserem bisherigen Van. Da hatten wir, glaube ich, so 60 Liter ungefähr. So ein Standardding, wie es in ganz, ganz vielen Campern verbaut wird. Unter der Küchenzeile, also auch noch ziemlich blöd zu erreichen. Ich glaube, Dirk musste sich im Grunde immer hinknien, wenn er an irgendwas ran wollte, was ein bisschen weiter hinten im Kühlschrank stand. Und wir wollen gerne einen Kühlschrank in der Dimension von ungefähr 150 Litern verbauen. Da wir ja eben langfristig mit dem Van unterwegs sind und nicht nur ab und zu mal eine Woche. Und in der Größenordnung gibt es inzwischen spannende Modelle, die nur 42 cm breit sind. Das ist genau das, was wir hier brauchen, beziehungsweise das Maß, mit dem wir hier aktuell geplant haben. Das würde uns dann immer noch ausreichend Platz geben, um davor eine Sitzbank mit vernünftigen Sitzen und einem Tisch von ungefähr 50 cm zu platzieren. Hoffentlich zumindest. Denn wir wollen hier wie in unserem bisherigen Van auch schon eine Sitzbank mit Gurten realisieren. Also 2 Sitzplätze, die dann auch tatsächlich als eingetragene Sitzplätze vom TÜV abgenommen werden. Dafür braucht es einen Gurtbock, der ganz speziell konstruiert sein muss, der an ganz bestimmten Stellen im Fahrzeug montiert werden muss, der auch entsprechende TÜV-Gutachten braucht und all sowas. Das ist ein Thema, das uns jetzt in der Vorbereitung schon viele, viele Stunden beschäftigt hat, denn es gibt da ganz unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Funktionen und auch mit jeweils unterschiedlichen Montagemöglichkeiten, die wiederum sehr relevant sind in Bezug auf die Abnahme beim TÜV. Ein Thema, das bei so sicherheitsrelevanten Dingen definitiv nicht zu unterschätzen ist. Wir haben schon Modelle gefunden, die alle Maße und Funktionen besitzen, die wir wollen. Und wir haben schon Modelle gefunden, die an der für uns wichtigen Position in Längsrichtung verbaut werden können. Aber wir haben noch kein Modell gefunden, das beides miteinander vereint. Entweder können sie an die richtige Position, sind dann aber ja irgendwie so 95 cm breit, das was für uns dann viel zu sehr in den Gang ragen würde. Oder aber sie sind schmal genug und haben alle Funktionen wie Slide-Out und Co. sind dann aber auf eine bestimmte Einbauposition beschränkt, die zum Beispiel 15 cm zu weit hinten ist, sodass dann unser Layout mit Bett, Dusche und Kühlschrank nicht mehr funktionieren würde. Das ist ein Thema, da suchen wir noch nach der richtigen Lösung und hoffen, dass es klappt. Wenn nicht, müssen wir hier einiges umstellen, aber wir sind auch immer hoffnungsvoll. Wir waren ja letzte Woche auf dem Caravansalon und haben da einige im weitesten Sinne vielversprechende und auch mutmachende Gespräche geführt. Mal schauen, wir hoffen, dass wir da noch den Perfect Match finden. Der Kühlschrank könnte natürlich auch auf die Beifahrerseite wandern, aber das wollen wir wirklich gerne vermeiden. Der Grund dafür ist die Sichtachse und das Raumgefühl. Häufig findet man ja auf der einen Seite das Bad und auf der anderen Seite gegenüberliegend den hohen Kühlschrank, der dann oben ist. Und dann entsteht so ein langer Schlauch als Durchgang nach vorne und hinten, wo die einzige Sichtachse der mittlere Gang ist. Wir empfinden solche Grundrisse immer als recht eingeengt und wollen es daher erreichen, uns diese Sichtachse hier am Rand zusätzlich offen zu halten, damit man eben auch vom Bett aus schön nach vorne rausgucken kann. Daher wollen wir hier in der Küche nicht in die Höhe bauen. Wir blenden jetzt mal eine Skizze ein, wo Tina die Küchenzeile aus der Frontperspektive gezeichnet hat. Der höchste Punkt soll ein Stauraumschrank sein, um diese beiden Bereiche optisch noch mal ein bisschen voneinander abzutrennen. Auch das ist in Anlehnung an unseren aktuellen Grundriss im Knaus, nur eben mit merklich mehr Platz. Ansonsten gibt es hier keine größeren Überraschungen, würde ich sagen. Die Feinheiten stecken da eher im Detail. Wir wollen einen Apothekerauszug bauen, uns ist eine größere Spüle wichtig. Gleichzeitig ist uns wichtig, dass der Küchenblock nur so weit in den Raum ragt, dass eine Durchgangsbreite von mindestens, ich glaube 55 cm, haben wir gesagt am Ende, dass die Breite bleibt als Durchgang, was auch ein Grund dafür ist, dass wir den Backofen, den wir ursprünglich ganz gerne einbauen wollten, doch erstmal wieder rausgeschmissen haben, zumindest vorerst, da die Modelle, die wir dann interessant fanden, allesamt zu tief gewesen wären. Wobei wir auch da jetzt vor ein paar Tagen auf dem Caravansalon eine Lösung gesehen haben von Thetford, die einen schmalen Backofen haben, der genau über den Kühlschrank passt. Also vielleicht setzen wir das am Ende doch noch um. Das ist auch ein bisschen eine Frage von den Gasleitungen, denn auch wenn wir in diesem Van in jedem Fall eine Dieselheizung verbauen werden, im Vergleich zur Gasheizung, die wir bisher im Knausee hatten, werden wir zum
Kochen weiterhin auf Gas setzen. Also Induktion, Kochen mit Strom ist definitiv spannend, verbraucht aber eben auch super viel Strom. Da halten wir nach wie vor Gas für den besten Energieträger. Nicht zum Heizen, da ist im Winter im Schnee eine große Gasflasche ja auch gerne mal schnell nach 1, 2, 3 Tagen leer, was dann in Schweden und Norwegen beim Thema Nachfüllen keinen Spaß macht. Zum Heizen setzen wir diesmal definitiv auf Diesel, aber zum Kochen hält so eine Gasflasche ja wirklich ewig und 3 Tage. Daher bleiben wir dabei. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden und euch zum Beispiel sagen, dass wir in der Heckgarage ein Auszugssystem verbauen wollen, das sich in beide Richtungen ausziehen lässt, dass wir einen Dachträger mit Solar planen, dass wir Airline-Schienen an die Außenhaut kleben wollen, dass wir unterschiedliche Systeme für die Sicherheit im Van verbauen, dass wir auch im Fahrerhaus Änderungen vornehmen werden, dass wir ein Elektro-Setup planen, das deutlich mehr kann als das wir aktuell im Knausy verbaut haben und all diese Sachen. Aber dann würden wir hier noch 2 Stunden stehen und wohl irgendwie nie zum Ende kommen. Yep. Aber vor allem würden wir ja vor allem auch alles doppelt erzählen, denn zu all diesen Schritten werden wir ja im Laufe der Zeit entsprechende Videos noch filmen und veröffentlichen. Ich denke, für den Moment belassen wir es dabei. Ich hoffe, wir konnten euch damit einen ersten groben Überblick geben über das, was wir mit dem Van vorhaben. Wie gesagt, einige Sachen sind definitiv noch nicht bis ins kleinste Detail geplant. Das kommt mit der Zeit, das ist ja auch was ja so ein bisschen den Selbstausbau ausmacht, dass man im Prozess eben schauen muss, was wie tatsächlich funktioniert. Da sind wir schon sehr gespannt drauf, vor allem sind wir auch sehr gespannt darauf, jetzt bald auch endlich mal Dinge einzubauen. Ja. Bisher haben wir ja nur Dinge ausgebaut und versucht, die schick zu machen. Das bleibt also definitiv spannend. Aber ihr habt jetzt hoffentlich einen Überblick über unser allgemeines Layout. Ein Layout, das im weitesten Sinne wohl als relativ klassisches Layout bezeichnet werden kann. Wir machen hier jetzt nichts total Ausgefallenes mit irgendwelchen verrückten Konstrukten, wo die Küche im Heck ist, die Duschwanne in der Kiste steckt oder wie der Beifahrersitz gleichzeitig die Toilette ist. Wir machen auch keinen reinen Zweisitzer, wo man dann eben wieder andere Möglichkeiten hätte, zum Beispiel irgendwie die Dusche nach vorne zu ziehen hinter die Sitzbank. Wir machen es wie beschrieben, wir bleiben im bewährten Raster mit Grundentscheidungen, die sich vielfach als sinnvoll herausgestellt haben, sowohl bei etablierten Herstellern als auch bei uns schon in der Praxis. Ja. Die Unterschiede, die entscheidenden Unterschiede und die teils eben auch sehr sichtbaren Unterschiede, die liegen in Detaillösungen. Davon haben wir einige geplant und wir sind ja sehr gespannt, wie das am Ende alles hoffentlich ineinander greift und vor allem auch, wie schnell wir es schaffen, fertig zu werden. Yep. Ich bin sicher, es werden Kommentare kommen aller, wie könnt ihr das nur so machen? Und das würde ich ja niemals so umsetzen. Wie kann man in einem so großen Van bloß ein Querbett verbauen? Braucht ihr wirklich einen so großen Kühlschrank? Ja. Beachtet aber bitte, jeder hat seine eigenen subjektiven, individuellen Vorstellungen, Wünsche, Vorlieben. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wir haben uns für dieses Layout entschieden, zumindest wenn es sich denn umsetzen lässt. Wenn das für euch Quatsch ist, ist das völlig okay. Niemand zwingt euch, euer Wohnmobil auch so aufzuteilen. Selbst für uns ist das nicht der allzeit gültige heilige Gral. In vielleicht 5 Jahren können unsere Vorstellungen und Anforderungen schon wieder ganz anders aussehen. Da wollen wir dann vielleicht ein Hubbett oder ein Aufstelldach oder wir legen mehr Wert auf Längsbetten, aber weniger Wert auf die Größe des Kühlschranks. Vielleicht wollen wir dann auch wieder einen kleinen 540er Ducato fahren. Oder ein großes Expeditionsmobil. Oder das. Sowas ist ja immer in Bewegung und auch immer individuell. Es hat ja einen guten Grund, warum es so viele unterschiedliche Hersteller, Grundrisse und Möglichkeiten gibt. Und das ist auch gut so. Bedenkt das bitte einfach, bevor ihr voller Unverständnis in die Tasten haut. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ihr seid aber natürlich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung, eure Gedanken, auch eure Nachfragen vielleicht unten in die Kommentare zu schreiben. Wir lesen immer alle Kommentare und versuchen auch immer, möglichst alles zu beantworten. Wenn das momentan mal den einen oder anderen Tag länger dauert, dann verzeiht uns das bitte. Bei uns ist immer noch sehr viel los neben dem Vanausbau und dem Videoschnitt und Co. mit eben Rückkehr nach Deutschland, mit der Bürokratie, mit Recherche, mit Terminen und all dem drum und dran. Aber wie gesagt, eigentlich sind wir da immer sehr hinterher und freuen uns auch weiterhin wirklich sehr über den Austausch mit euch. Jetzt legen wir die Kamera aber mal weg und machen hier noch ein paar Kleinigkeiten und nächste Woche melden wir uns dann
wieder. Da sind hoffentlich auch all die Plastikteile außen am Fahrzeug schon wieder dran. Ja, gut wär's, ne? Wenn ihr das nicht verpassen wollt und wenn ihr vor allem mitbekommen wollt, wie das hier mit dem Ausbau so weitergeht, dann klickt gerne auf den Button hier unten unter dem Video und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann klickt sehr gerne auch auf den Daumen hoch. Beides freut und hilft uns sehr. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Bis ganz bald. Ciao. Ich wünschte, ich hätte eine kurze Hose angezogen. Das ist ultra heiß. Ja. Sommer! David! Ich bin in einem Kindergarten mit all den schönen Farben. So sehe ich aus? So siehst du aus. Ich sehe aus wie in einem Kindergarten? Kindergarten.